Karte Nummer 9. Benennen der Symbole auf dem EG-Kontrollgerät. Wir haben jetzt eingestellt die Bereitschaftszeit, können dieses ändern mit kurzem Druck auf den Taster 1 in Arbeitszeit bzw. in Ruhezeit. Das Symbol Lenkzeit erscheint erst dann, wenn das Fahrzeug sich bewegt. Sichtprüfung der Betriebs- und Feststellbremse. Zum einen können wir hier im Fahrzeug uns über das Display informieren, die Bremsbelagstärke, die hier angezeigt wird, für alle 4 Reifen. Ferner können wir den Betriebsdruck der Bremse ablesen im Display. Ferner sehen wir, dass die Warnleuchte für die Bremse eingeschaltet ist. Zusätzlich haben wir hier den Handhebel für die Bremse. Der Hebel in der hinteren Position bedeutet, das Fahrzeug ist festgebremst, die Kontrollleuchte ist aktiv. Führen wir den Hebel dann nach vorne, hören wir auch deutlich, wie die Federspeicher belüftet werden und die Kontrollleuchte geht aus. Den Rest müssen wir dann außerhalb des Fahrzeuges machen. An der Vorderachse des Busses können wir dann hier kontrollieren, dass die Bremsscheibe nicht verfärbt ist. Blau wäre sie überhitzt, braun wäre sie verrostet, sondern sie sollte ein gleichmäßiges, silbriges Bild ergeben. Wenn dir unsere Videos gefallen haben, dann abonniere doch unseren Kanal. Prüfung des Ölstandes der Servolenkung, das können wir am Heck des Busses hier in dem Behälter überprüfen. Wir sehen einmal hier unten eine Minimummarkierung, dann haben wir zweimal Maximum, einmal bei Temperaturen bis 20 Grad und einmal bei Temperaturen bis 80 Grad. Alles Weitere können wir aber auch der Betriebsanleitung dieses Fahrzeuges entnehmen. Bei dem Punkt Schluss- und Umrissleuchten kontrollieren wir einmal unten die beiden Schlussleuchten und oben zusätzlich an der Seite jeweils die Umrissleuchten. Für mehr Informationen gehe auf unsere Website. Der nächste Punkt: Überprüfung der Scheibenwaschanlage und der Einstellung der Spritzdüsen. Hierzu befinden wir uns im Fahrzeug, lösen die Scheibenwaschanlage aus und beobachten dabei, ob sie auch tatsächlich zielgerichtet auf die Scheibe spritzt. Das tut sie. Und wir können gleichzeitig noch kontrollieren, ob die Scheibenwischer auch keine Streifen auf der Scheibe hinterlassen. Bei der Einstellung der Spritzdüsen, hier sieht man die, können wir die mit einer Nadel so einstellen, dass sie dann zielgerichtet auf die Scheibe spritzen. Bei dem Punkt Scheiben und Spiegel achten wir darauf, dass wir, wenn wir uns die Scheiben hier mal anschauen, feststellen, dass die Scheiben sauber sind. Des Weiteren, bei dem Punkt Spiegel, achten wir natürlich darauf, dass wir, wenn wir das Fahrzeug in unsere Position eingestellt haben, auch einen Blick richtig nach hinten über die Spiegel bekommen. Was bei älteren Fahrzeugen und bei älteren Spiegeln des Öfteren passiert, ist, dass sie blind werden. Das heißt, sie werden weiß oder milchig. Sollte das der Fall sein, müssen sie natürlich ausgetauscht werden. Überprüfen einer Sicherung bzw. Kontrollieren der Sicherungsautomaten. Diese befinden sich beim Iveco auch hier unter der Klappe. Dazu brauchen wir wieder unseren berühmt-berüchtigten Stift, den wir benutzen, um die Verriegelungen aufzumachen und die Klappe zu lösen. Dann kriegen wir die Klappe auch auf und sehen hier Sicherungsautomaten. Sehen wir hier die Reihe der Sicherungen. Und wenn wir feststellen, dass eine Sicherung, wie hier diese zum Beispiel, etwas weiter raussteht, drücken wir sie wieder ein und der Sicherungsautomat ist wieder in Funktion. Weiter geht's mit Karte Nummer 10.